Du drückst es jeden Tag zwischen den Fingern. Die Dose, die du nach dem Trinken zerknüllst, die dünne Folie, in die du dein Pausenbrot wickelst. Du wirfst es achtlos in den gelben Sack. Kaum ein Material ist uns so gewöhnlich geworden wie dieses silbrige Leichtgewicht. Aluminium ist für uns das billigste, selbstverständlichste Metall der Welt. Doch vor knapp 200 Jahren war genau dieses Metall wertvoller als Gold. Ein Kaiser ließ daraus sein feinstes Besteck gießen und reservierte es für seine wichtigsten Gäste. Die weniger wichtigen Gäste mussten mit Gold Vorlieb nehmen. Wie kann ein Stoff, den wir heute wegwerfen, einst kostbarer gewesen sein als das edelste aller Metalle? Und was hat sich verändert, dass aus einem Schatz ein Cent-Artikel wurde? Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, warum Aluminium so unfassbar schwer zu gewinnen war. Wir klären, wie zwei junge Männer im selben Jahr den Preis zum Einsturz brachten. Und wir reisen mitten hinein in ein Bad aus flüssigem Stein. Wenn du wissen willst, wie das Metall deines Alltags wirklich entsteht, dann abonniere jetzt den Kanal. Hier liegt das erste große Rätsel. Aluminium ist nicht etwa selten. Es ist das häufigste Metall in der gesamten Erdkruste, rund 8% ihres Gewichts bestehen daraus. Nach Sauerstoff und Silizium ist es das dritthäufigste Element überhaupt. Du stehst praktisch ständig auf riesigen Vorräten davon. Aber es gibt einen Haken. In der Natur findest du Aluminium niemals als reines, glänzendes Metall. Es ist immer fest an Sauerstoff gebunden, eingesperrt in Gestein wie in einem chemischen Gefängnis. Diese Verbindung ist so stabil, dass sie sich Jahrtausende lang jedem Versuch widersetzte, das Metall daraus zu befreien. Es war zum Greifen nah und doch vollkommen unerreichbar. Und Aluminium ist geradezu versessen darauf, sich mit Sauerstoff zu verbinden. Blankes Aluminium überzieht sich an der Luft sofort mit einer hauchdünnen, unsichtbaren Schutzhaut. Genau diese Gier nach Sauerstoff ließ die uralte Verbindung so fest wirken wie massiver Stein. Im 19. Jahrhundert gelang es Chemikern endlich, winzige Mengen reines Aluminium zu gewinnen. Ein französischer Forscher löste das Metall mit Hilfe von teurem Natrium aus seiner Verbindung. Doch das Verfahren war so aufwendig, dass jedes Gramm ein Vermögen kostete. Genau das machte das Metall zum ultimativen Statussymbol. Der französische Kaiser Napoleon III. Ließ sich ein Tafelservice aus Aluminium anfertigen. Es war leichter und seltener als alles, was Gold oder Silber bieten konnten. Schmuckstücke aus Aluminium lagen in den Vitrinen neben Diamanten. Wer es besaß, zeigte damit, dass er sich das Unmögliche leisten konnte. Der Wert lag nicht im Stoff selbst, sondern allein in der Mühe, ihn überhaupt zu befreien. Wie kostbar das Metall galt, zeigt ein berühmtes Bauwerk. Als das Washington-Monument im Jahr 1884 fertiggestellt wurde, krönte man seine Spitze mit einem besonderen Material. Nicht mit Gold, nicht mit Bronze, sondern mit einer Pyramide aus reinem Aluminium. Sie wog knapp 3 Kilogramm und war das größte Stück gegossenes Aluminium, das die Menschheit bis dahin geschaffen hatte. Bevor man sie auf den Obelisken setzte, stellte man sie in einem Juweliergeschäft in New York aus. Die Besucher konnten über ein Stück Metall steigen, das so teuer war wie Silber. Ein einziges Pfund davon kostete damals ungefähr so viel, wie ein Arbeiter an einem ganzen Tag verdiente. Niemand ahnte, dass dieser Schatz nur 2 Jahre später fast wertlos werden würde. Denn 1886 veränderte alles. In diesem einen Jahr lösten 2 Männer dasselbe Problem, ohne voneinander zu wissen. Der eine war Charles Martin Hall, ein 22-jähriger Student in den Vereinigten Staaten. Er tüftelte in einem einfachen Holzschuppen hinter dem Haus seiner Familie. Der andere war Paul Héroult, ein 23-jähriger Ingenieur in Frankreich. Beide waren im selben Jahr geboren, beide kamen nur wenige Monate auseinander zur gleichen Lösung. Ihre Idee war so genial wie einfach. Statt das Gestein mit roher Gewalt zu erhitzen, lösten sie es in einem geschmolzenen Mineral auf, dem Kryolit. Reines Aluminiumoxid schmilzt erst bei über 2000 Grad Celsius. In flüssigem Kryolit aber löst es sich schon bei rund 960 Grad. Und durch diese glühende Flüssigkeit musste nur noch starker elektrischer Strom fließen. Dieses Grundprinzip war so robust, dass es bis heute kaum verändert wurde. Fast 140 Jahre später entsteht praktisch jedes Gramm Aluminium auf der Welt noch immer auf genau diese Weise. Bevor dieser Strom fließen kann, braucht es einen sauberen Rohstoff. Alles beginnt mit Bauxit, einem rötlichen Gestein, das vor allem in tropischen Regionen abgebaut wird. Bauxit ist ein wildes Gemisch und längst nicht rein genug. Im sogenannten Bayer-Verfahren wird das zerkleinerte Gestein in heißer Lauge gekocht, unter hohem Druck. Dabei löst sich nur das Aluminium heraus, während Eisen und andere Stoffe als roter Schlamm zurückbleiben. Dieser rote Schlamm ist stark ätzend und türmt sich weltweit zu riesigen Deponien,
der dunkle Schatten des glänzenden Metalls. Aus der Lösung fällt am Ende ein feines, schneeweißes Pulver aus. Das ist die reine Tonerde, das Aluminiumoxid. Aus dem groben roten Stein ist ein Pulver geworden, das aussieht wie Zucker. Und für nur 2 Kilogramm fertiges Aluminium braucht es rund 4 Kilogramm dieses Pulvers, gewonnen aus noch deutlich mehr rohem Gestein. Jetzt kommt der eigentliche Moment der Befreiung. Das weiße Pulver wird in riesige Wannen geschüttet, gefüllt mit flüssigem Kryolit bei 960 Grad. In dieses glühende Bad tauchen mächtige Kohleblöcke ein, die den Strom hineinleiten. Durch eine einzige moderne Wanne fließen dabei Hunderttausende Ampere. Und nun fließt ein gewaltiger elektrischer Strom durch die Schmelze. Die Energie reißt die uralte Verbindung auseinander, an der die Chemiker so lange gescheitert waren. Der Sauerstoff wandert nach oben zu den Kohleblöcken und verbrennt. Das reine Aluminium aber ist schwerer und sinkt als flüssiges, silbriges Metall auf den Boden der Wanne. Von dort wird es abgesaugt wie Milch aus einem Tank. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte man das Metall in Strömen gewinnen, nicht in Krümeln. Doch dieser Triumph hat einen Preis, den kaum jemand sieht. Für ein einziges Kilogramm Aluminium braucht man rund 15 Kilowattstunden Strom. Das ist etwa so viel, wie ein moderner Kühlschrank in 2 Wochen verbraucht. Aluminium ist deshalb im Grunde nichts anderes als gespeicherte Elektrizität in fester Form. Genau darum stehen die großen Hütten dort, wo Strom am billigsten ist, oft direkt neben gewaltigen Wasserkraftwerken. Eine einzige große Aluminiumhütte verschlingt so viel Strom wie eine ganze Großstadt. Wer Aluminium herstellt, verkauft in Wahrheit Energie, gegossen in Barren. Und das erklärt, warum der einstige Kaiserschatz heute so günstig ist. Nicht das Metall war je wertvoll, sondern immer nur die Kraft, es zu befreien. Bleibt eine Frage: Warum betreiben wir diesen gewaltigen Aufwand überhaupt? Die Antwort liegt in einer seltenen Mischung von Eigenschaften. Aluminium wiegt nur etwa 1/3 von Stahl, ist dabei aber erstaunlich stabil. Es rostet nicht durch, weil seine unsichtbare Oxidhaut es von selbst versiegelt. Außerdem leitet es Strom und Wärme hervorragend und lässt sich in fast jede Form pressen. Genau deshalb steckt es heute überall dort, wo jedes Gramm über Erfolg entscheidet. In den Tragflächen von Flugzeugen, in den Karosserien moderner Autos, in den Stromleitungen hoch über deinem Kopf. Das einst kaiserliche Metall trägt heute buchstäblich die moderne Welt. Und hier wird die Geschichte richtig elegant. Wenn du eine Aluminiumdose einschmilzt, brauchst du nur 5% der Energie, die das erste Mal nötig war. 95% der mühevoll hineingesteckten Kraft bleiben für immer im Metall erhalten. Aluminium verliert beim Einschmelzen nichts von seiner Qualität. Dieselben Atome können hunderte Male im Kreis laufen, von der Dose zum Fensterrahmen zum Flugzeugteil. Eine weggeworfene Dose kann nach wenigen Wochen schon wieder gefüllt im Supermarktregal stehen. Ein Teil des Aluminiums in deiner Hand war vielleicht schon vor 50 Jahren im Umlauf. Und das führt zu einer Frage, die größer ist als das Metall selbst. Wenn in jeder weggeworfenen Dose fast die gesamte Energie noch steckt, wie viel unsichtbaren Strom werfen wir dann eigentlich jeden Tag in den Müll? Schreib mir in die Kommentare, welcher dieser Fakten dich am meisten überrascht hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.